Die Wolken über Europa gehören bald einem neuen Herrscher. Einem Herrscher, der nicht in den USA oder in der Türkei entworfen wurde, sondern in den hochmodernen Konstruktionsbüros von München, Paris und Madrid. Wir sprechen von einer Spannweite, die einen Airbus A320 in den Schatten stellt. Wir sprechen von einer Flugdauer, die Grenzen verschwimmen lässt. Und wir sprechen von einer technologischen Souveränität, die Europa endlich aus dem langen Schatten der Abhängigkeit führt. Während die Welt gebannt auf die amerikanischen MQ-9 Reaper-Drohnen blickt oder die Erfolge der türkischen Bayraktar Akinci auf den Schlachtfeldern dieser Welt analysiert, hat sich im Stillen ein Gigant erhoben: die Eurodrohne. Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland und seine europäischen Partner lange Zeit auf Technologie von außen angewiesen waren. Wir nutzten die israelische Heron TP, wir kauften amerikanische Systeme. Doch diese Zeit ist vorbei. Die Eurodrohne ist nicht nur ein unbemanntes Flugsystem, sie ist das fliegende Siegel deutscher Ingenieurskunst und europäischer Entschlossenheit. Heute bei Technikprofil gehen wir der Frage auf den Grund, die viele Militärexperten nachts wach hält: Ist die Eurodrohne wirklich das beste Mailsystem der Welt? Und warum lässt sie Legenden wie den Reaper und Newcomer, wie die Akinci, technologisch weit hinter sich? Bevor wir in die technischen Details und den harten Vergleich eintauchen: Wenn du Analysen liebst, die tief unter die Oberfläche der Rüstungstechnik gehen, dann abonniere jetzt den Kanal Technikprofil und aktiviere die Glocke. Unterstütze uns dabei, deutsche Technologie in das Rampenlicht zu rücken, das sie verdient. Und schreib mir direkt in die Kommentare: Ist die Eurodrohne der richtige Weg zur Unabhängigkeit von den USA? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Der wichtigste Grund für die Existenz der Eurodrohne ist ein Wort, das in Berlin und Paris derzeit wichtiger ist als jedes andere: Souveränität. Wer amerikanische MQ-9 Reaper kauft, kauft eine sogenannte Blackbox. Das bedeutet, dass Washington jederzeit die Kontrolle darüber behält, welche Software-Updates installiert werden, wohin die Daten gesendet werden und unter welchen Umständen das System einsatzbereit ist. Bei der Bayraktar Akinci sieht es ähnlich aus. Man ist auf das Wohlwollen und die Wartungszyklen des Herstellers angewiesen. Die Eurodrohne hingegen ist zu 100% europäisch. Von der ersten Zeile Programmcode bis zur letzten Niete am Rumpf. Das bedeutet, dass die Bundeswehr die volle Datenkontrolle hat. Jedes Aufklärungsfoto, jedes Radarsignal bleibt in unseren Händen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, den man mit Geld nicht kaufen kann. Es ist die Freiheit, eigene strategische Entscheidungen zu treffen, ohne in Washington um Erlaubnis fragen zu müssen. In einer Welt, in der Daten das neue Gold sind, ist die Eurodrohne unser sicherster Tresor. Kommen wir zur Hardware. Der auffälligste Unterschied zu Akinci und Reaper ist das Triebwerkslayout. Während die Konkurrenz auf einmotoriges Design setzt, geht die Eurodrohne einen radikal anderen Weg. Sie ist ein Doppel-Turboprop-System. Warum hat man sich für diesen teureren und komplexeren Weg entschieden? Die Antwort ist typisch deutsch: Sicherheit und Zertifizierung. Die Eurodrohne wird das erste große unbemannte System sein, das eine uneingeschränkte Zulassung für den Flug im zivilen Luftraum erhält. Das ist ein absoluter Gamechanger. Während ein Reaper oder eine Akinci oft Sondergenehmigungen brauchen oder über unbewohntem Gebiet bleiben müssen, kann die Eurodrohne sicher über dicht besiedeltem europäischem Territorium operieren. Wenn ein Triebwerk ausfällt, fliegt die Eurodrohne einfach mit dem zweiten weiter. Für die Bundeswehr bedeutet das, dass sie ihre Drohnen direkt von Stützpunkten in Deutschland aus starten und landen kann, ohne logistische Albträume. Dies spart Milliarden an Verlegungskosten und erhöht die Einsatzbereitschaft massiv. Hier zeigt sich die Überlegenheit der deutschen Gründlichkeit gegenüber dem schnell und günstig Ansatz anderer Nationen. Technologisch gesehen ist die Eurodrohne ein fliegendes Supergehirn. Airbus und Leonardo haben hier Systeme integriert, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.
Während die MQ-9 Reaper auf Sensorik basiert, die im Kern bereits Jahrzehnte alt ist, nutzt die Eurodrohne modernste ISA-Radartechnologie und elektrooptische Systeme der nächsten Generation. Vergleichen wir das mit der Bayraktar Akinci. Die Akinci ist zweifellos ein beeindruckendes System für den modernen Drohnenkrieg, doch sie ist primär für den taktischen Einsatz optimiert. Die Eurodrohne hingegen ist ein strategisches Asset. Ihre Sensoren können Ziele aus einer Entfernung und in einer Detailtiefe identifizieren, die für Akinci-Operatoren schlicht unerreichbar sind. Dank der offenen Systemarchitektur können deutsche Ingenieure jederzeit neue Sensoren, wie beispielsweise LiDAR-Scanner oder spezialisierte ELINT-Module zur elektronischen Aufklärung, nachrüsten. Die Eurodrohne ist modular aufgebaut. Sie ist heute modern und wird es auch in 30 Jahren noch sein. Ein oft genanntes Argument für die Akinci ist ihre beeindruckende Bewaffnung. Und ja, die Akinci kann viel tragen. Aber die Eurodrohne ist nicht nur ein Jäger, sie ist ein Kraftmultiplikator. Mit einer Nutzlast von über 2,3 Tonnen bietet sie Platz für schwerste Aufklärungssensoren und modernste Bewaffnung wie die GBU, Präzisionsbomben oder zukünftige europäische Lenkwaffen. Was die Eurodrohne jedoch wirklich einzigartig macht, ist ihre Einbindung in das FCAS-System, das Future Combat Air System. Sie wird in der Lage sein, mit bemannten Kampfjets wie dem Eurofighter oder dem zukünftigen NGF im Team zu arbeiten. Man nennt das Man-to-Man-Teaming. In diesem Szenario übernimmt die Eurodrohne die gefährlichsten Aufgaben, dient als fliegendes Auge für den Piloten und koordiniert im Hintergrund autonome Drohnenschwärme. Weder der Reaper noch die Akinci verfügen über eine vergleichbare Vernetzungstiefe in eine solch komplexe Luftkriegsarchitektur. Deutschland baut hier nicht nur eine Drohne, wir bauen das Rückgrat der zukünftigen Luftverteidigung. Man darf nicht vergessen, was die Eurodrohne für den Industriestandort Deutschland bedeutet. Während beim Kauf eines US-Systems Milliarden an Steuergeldern ins Ausland fließen, bleibt die Wertschöpfung bei der Eurodrohne in Europa. Tausende hochqualifizierte Arbeitsplätze bei Airbus, MTU Aero Engines und zahlreichen mittelständischen Zulieferern hängen an diesem Projekt. Es geht darum, Kompetenzen im Land zu halten. Wenn wir aufhören, eigene Drohnen zu entwickeln, verlieren wir die Fähigkeit, diese Technologie jemals wieder zu verstehen. Die Eurodrohne sorgt dafür, dass deutsche Ingenieure weiterhin an der Weltspitze der Luftfahrttechnologie stehen. Jedes Euro, das in dieses Projekt fließt, ist eine Investition in die technologische Zukunft unserer Kinder. Es ist eine Absage an den technologischen Abstieg und ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland. Die Eurodrohne wird oft kritisiert, sie sei zu groß, zu teuer, zu langsam in der Entwicklung. Doch wenn man hinter die Kulissen blickt, erkennt man, diese Kritik verkennt die Realität. Wir bauen hier keinen schnellen Billigflieger für lokale Konflikte. Wir bauen das sicherste, fortschrittlichste und souveränste Langstrecken-UAV der Welt. Im direkten Vergleich zeigt sich, der Reaper ist ein Relikt aus einer Zeit, in der die USA den Luftraum ohne Gegenwehr dominierten. Die Akinci ist ein hocheffektives Werkzeug für den Moment, doch ihr fehlen die strategische Tiefe und die Sicherheitszertifizierungen für den europäischen Raum. Die Eurodrohne hingegen ist die Antwort auf die Fragen von morgen. Sie ist die perfekte Symbiose aus deutscher Sicherheitstechnik, französischer Luftfahrtexpertise und europäischem Zusammenhalt. Die Ära, in der wir nur zuschauen konnten, wie andere den Himmel beherrschen, ist vorbei. Der europäische Gigant ist erwacht. Und wenn er erst einmal patrouilliert, wird er beweisen, dass deutsche Ingenieurskunst immer noch das Maß aller Dinge ist. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart bei Technikprofil. Wenn euch diese tiefgreifende Analyse gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und teilt das Video mit euren Freunden.
Schaut euch auch unsere anderen Videos über deutsche Militärtechnik an. Es gibt viel zu entdecken. Bleibt fasziniert, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.